Hi, wir sind Tina und Dirk von Let's Get Otter hier. Herzlich willkommen zum neuen Video von uns. In der heutigen Episode nehmen wir euch mit in die Stadt Uppsala, dann hierher zu diesem traumhaften Stellplatz an diesem kleinen Stausee und dann noch mit auf die Wanderung im Skogen Nationalpark. Viel Spaß! Hier ist keine Bildbearbeitung im Spiel, das sieht wirklich so aus. Und jetzt schauen wir uns die Stadt ein bisschen an. Jo. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir Schweden richtig schön finden? Jetzt stehen wir mit unserem ganz dreckigen Auto auf dem Parkplatz der Universität Uppsalas und jetzt schauen wir uns die Stadt ein bisschen an. Jo. Uppsala ist die viertgrößte Stadt Schwedens, aber mit rund 150.000 Einwohnern noch immer verhältnismäßig überschaubar. Das Stadtbild ist sowohl baulich als auch kulturell vor allem durch die Universität und ihre gut 40.000 Studierenden geprägt. Über der Stadt thront das Schloss als ehemaliger Sitz von Erzbischöfen und der Königsfamilie. Heute unter anderem Teil der Universität und Sitz des Regierungspräsidenten der Provinz. Sowie der Dom zu Uppsala, das höchste Kirchengebäude Skandinaviens und Grabstätte vieler schwedischer Könige. Boah, es ist richtig heiß. Aber Uppsala war richtig cool. Hat so einen Vibe von Münster. So Fahrradstadt, Universitätsstadt, nicht ganz so groß, viel Grün. Echt cool. Also wir haben nur eine kleine Runde gedreht, aber das war echt nett. Ja. Und jetzt scheint sowas wie ein Sommergewitter aufzuziehen. Sieht so aus, als würde es jeden Moment anfangen zu regnen. Mal schauen, wir wollen nämlich uns eigentlich noch das alte Uppsala anschauen mit so ein paar Wikingergräbern, das so ein paar Kilometer außerhalb ist. Schauen wir mal, ob wir noch Glück haben und das klappt. Was ist denn da passiert? Ich weiß nicht.
Vor allem, ich bin hier erst schön 100 Meter lang gelaufen, bevor Tina das gesehen hat. What? In Gamla Uppsala oder Alt-Uppsala sollen unter diesen Hügelgräbern 3 alte Schwedenkönige begraben sein. Andere wiederum glauben, hier wäre die letzte Ruhestätte der 3 nordischen Götter Thor, Odin und Frey. Wir vermögen nicht zu sagen, was davon stimmt. Alles, was wir sehen, sind einige grasbewachsene Hügel aus Sand und ein paar Informationstafeln, die ebenfalls ein recht vages Bild zeichnen. Und da das kleine angrenzende Museum schon geschlossen ist, können wir der Sache auch nicht auf den Grund gehen. Ein netter Spaziergang war es aber allemal. So many times I've stranded, a castaway and I'm not sure. Hier ist keine Bildbearbeitung im Spiel, das sieht wirklich so aus. I'm always in bloom for you. Always in When we were younger, we used to sit on the grass among the flowers. We just let the days pass by. People would tell us to get a grip of ourselves and get a job. We didn't care what we were told, 'cause when we were younger, we used to sit on the grass and go, damn, I don't wanna grow. Was ein wahnsinniger Sonnenuntergang. Und wir haben gerade, ich glaube 10 Uhr, halb 11 vielleicht. Wahnsinn. Songs on the terrace, we didn't mind sitting out in the cold. It wasn't possible to make us embarrassed, we were free. Do you remember stealing smokes from your parents? Sometimes we got a bit out of control. When they found out we ran from home just to scare them, we were free. When we were 17. When we got older, we tried to stay in touch, but we had to move on. Life ran away from us. If I could go back, be 17 again, yeah, I would, just to see all my friends running around the city, acting crazy like we used to do. I wish I could turn back time. Das Wetter gerade ist leider alles andere als gut. Es ist kalt, es regnet immer mal wieder, teilweise sogar richtig stark. Und das geht schon den ganzen Tag so. Und deswegen haben wir uns heute mal in unseren Van zurückgezogen, haben es uns hier gemütlich gemacht. Was ja auch mal ganz schön ist. Tina gibt es die Gelegenheit, schon am neuen Video zu arbeiten. Und mir gibt es die Chance, euch einen Service vorzustellen, den wir jetzt schon seit ein paar Wochen nutzen und den wir richtig, richtig gut finden. Readly. Readly ist eine App für digitale Zeitschriften und Magazine, mit der man Zugriff auf über 5000 Publikationen hat. Im Grunde so wie Spotify, nur eben für Zeitschriften und Zeitungen. Die Auswahl ist riesig. Es gibt sowohl Campingklassiker wie Promobil, Campervans, Reisemobil International und die Autobild, als auch Magazine wie das Times Magazine, Rolling Stone oder National Geographic und sogar Zeitungen wie die Welt oder die Bild gibt's. Da ist also wirklich für jeden was dabei. Und das Coole ist, beziehungsweise eines der coolen Features ist, es gibt nicht immer nur die jeweils aktuelle Ausgabe, sondern auch ganz, ganz viele aus der Vergangenheit. Bei Promobil zum Beispiel gibt es locker 50 Ausgaben, da geht's bis ins Jahr 2015 zurück, was natürlich mega cool ist, wenn man sich nochmal alte Testberichte oder Reiseberichte durchlesen will. Und das alles eben digital in der App fürs Handy oder Tablet. Perfekt also, wenn man mit dem Camper unterwegs ist, kein Papier,
kein Gewicht, man kann sofort die neuen Ausgaben lesen, wenn sie rauskommen, ohne irgendwie 3 Wochen warten zu müssen, bis man aus dem Urlaub zurück ist. Und wenn ihr mal kein Internet habt, ist es auch kein Problem. Man kann seine Lieblingsmagazine ganz einfach runterladen und dann später offline lesen. Die App ist super einfach zu bedienen, man kann hier herrlich durchblättern, nach neuen Zeitschriften suchen, Favoriten festlegen und auch Lesezeichen setzen, wenn man einen Artikel, den man angefangen hat, später an der gleichen Stelle weiterlesen möchte. Wir finden Readly echt mega cool und haben die App für unseren Schwedentrip auch schon auf ganz praktische Weise genutzt. Im Suchfeld kann man nämlich nach unterschiedlichen Begriffen und Themen suchen und dann werden einem Beiträge dazu aus ganz verschiedenen Zeitschriften angezeigt. Wir haben also einfach nach Schweden gesucht und den Filter Reise gesetzt und haben dann ganz viele Artikel mit Ausflugstipps aus ganz unterschiedlichen Reise- und Automagazinen angezeigt bekommen. Mega cool, mega praktisch. Wenn auch ihr Readly mal ausprobieren wollt, gibt es jetzt eine super Aktion. Ihr könnt die App 2 Monate lang für 1,99 € testen. Danach kostet Readly 9,99 € im Monat und kann jederzeit einfach gekündigt werden. Für das Angebot klickt einfach unten in den Link in der Videobeschreibung. Und das Coole ist, ihr könnt euren Readly-Zugang mit bis zu 5 Personen teilen. Ich habe direkt mal meine Eltern mit aufgenommen und die sind genauso begeistert. Mein Papa findet da zum Beispiel seine ganzen Gartenzeitschriften und die beiden schicken sich jetzt immer Testberichte für E-Bikes hin und her. Das geht nämlich auch, man kann Artikel miteinander teilen und sich gegenseitig empfehlen. Und ja, apropos empfehlen, wir können euch Readly absolut empfehlen. Schaut euch das gerne mal an. Den Link und alle Infos findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. I've never felt like this. What are you doing to me? It only took one kiss to know that you're everything I need. Everything I need. So tell me now, because I just have to know. Ja, von diesem schönen Platz hier Abschied zu nehmen, fällt uns merklich schwer. Wir haben jetzt immer wieder für einen Tag verlängert und sind länger geblieben, einfach ja, weil wir es hier so schön finden. Aber heute ist der Tag gekommen, wir ziehen weiter. Es gibt ja noch so viel mehr in Schweden zu erkunden. Heute wollen wir direkt dann auch mal ein bisschen Strecke machen und ja, so knapp 3 Stunden fahren, um bis zum Skuleskogen Nationalpark zu kommen und da das gute Wetter auszunutzen, um direkt mal eine Runde wandern zu gehen. Los geht's! Ja, wir sind angekommen auf dem Parkplatz des Skuleskogen Nationalpark. Es ist super voll hier, fast alle Parkplätze sind belegt, sowohl unten bei den Campern als auch hier bei dem PKW. Wir mussten schon bei dem PKW parken. Hätten wir gar nicht so mit gerechnet an einem Montag, an einem Werktag, aber naja, Hochsaison. Wir schauen mal, wie voll es im Park wird. Es gibt ja viele Wanderkilometer hier. Wir werden ein paar Tracks miteinander kombinieren. Wir blenden jetzt bestimmt eine Karte davon ein, die Wanderung, die wir machen wollen. Oder besser gesagt, wir blenden euch die ein, die wir am Ende gemacht haben, weil mal gucken, wie weit, wie schnell wir so sind. Und ja, wir sind sehr gespannt. Das Wetter ist hervorragend. Hast du Bock? Ja. Los geht's. Ja, wie in allen schwedischen Nationalparks gilt Drohnenflugverbot. What do I believe? What makes me feel it? To write you this song. 2 hours a day, 5 months and a year. Oh, I loved you too long. You keep blowing me out, I keep holding you in.
Why do you still hurt? Who's wrong and who's right? I cannot decide, 'cause I'm sober tonight. I cannot escape. I'm here till it breaks. Oh, how my heart aches. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Still rolling the dice, still hoping to find a future for me. I'm still in this fight. I pray for the night to go easy on me. You keep blowing me out, I keep holding you in. I keep asking myself, oh, why do you still hurt? Why do you still hurt? Why do you still Wir sind auf dem Gipfel angekommen. Yay! Es ist ultra schön. Ja. Ein bisschen windig hier oben. Ich hoffe, ihr könnt uns hören. Aber ja, sowohl der Aufstieg als auch der Ausblick von hier oben sind echt richtig, richtig schön. Ich hoffe, wir können das vernünftig einfangen. Echt ein Traum. Also wenn ihr mal in der Gegend seid, kommt auf jeden Fall zum Skulskogen Nationalpark und lauft auch auf jeden Fall hier hoch auf den Gipfel. Ja. Das andere Highlight, das vermeintliche Highlight dieses Nationalparks kommt gleich noch. Das ist ein Stück weiter unten. Das zeigen wir euch gleich. Aber wir finden, ja, hier hoch auf den Gipfel laufen ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Sache. Ja. And I've called a priest, and I've called upon the highest of my dreams, and I go to sleep. Die Schlucht, die etwa 200 Meter lang ist und an dessen Seiten sich rund 30 bis 40 Meter hohe senkrechte Wände auftürmen, ist auf ganz natürliche Weise entstanden. Vor Millionen von Jahren umschloss flüssige Lava weiches Gestein, das dann im Laufe der Zeit durch Erosion abgetragen wurde. Zurück blieb die tiefe, lange Schlucht, die heute ein beliebtes Ausflugsziel ist. What's in our way?
Yes, I've called the darkness and I've called the lights. Haben wir eigentlich schon erwähnt, dass wir Schweden richtig, richtig schön finden? The stars and nights. And I go to sleep. I let them in. I'm holding on to you. Oh, and the wind has turned. Schöner Privatstrand. Aber leider nicht mehr in der Sonne. So, wir sind wieder zurück. Die 2 Kilometer, die letzten, die waren nochmal richtig anstrengend. Aber Wie immer. ja, aber es war super schön. Vor allem ganz oben auf dem Berg da. Es war richtig, richtig toll. Ja, fand ich auch. Und für die gut 10 Kilometer haben wir jetzt knapp 4,5 Stunden gebraucht. Aber inklusive irgendwie mindestens eine halbe Stunde Pause und Fotopausen und so. Also, ne, coole Sache. Ja. Können wir empfehlen. Ja. Wir sind dann noch ein Stück weiter in Richtung Norden gefahren, um uns unserem nächsten Ziel zu nähern, Schwedisch Lappland. Denn die weiten Landschaften und die faszinierende Natur im äußersten Norden Schwedens wollen wir uns als nächstes anschauen. Wir sind schon sehr gespannt und hoffen auch, dass wir dann endlich Rentiere und vielleicht sogar Elche zu Gesicht bekommen. Drückt uns die Daumen. Aber bevor die lange Fahrt losgeht, haben wir uns erst noch mal einen Stellplatz hier an der Küste rausgesucht. Das ging, wie in Schweden so häufig, wieder super. Wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt gerne unten auf den Daumen hoch-Button. Das mag der Algorithmus und freut uns wie immer sehr. Und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht auch das gerne, damit ihr die neuesten Videos von uns nicht verpasst. Vielen Dank fürs Zuschauen, allerbeste Grüße aus Schweden und bis zum nächsten Mal.